Wir haben ja schon in früheren Videos immer mal wieder davon geschwärmt, dass Frankreich für uns das Schlaraffenland für Reisen mit dem Wohnmobil ist. Als wenn wir dafür noch Bestätigung gebraucht hätten. Erster Tag in Frankreich und wir sind wieder sowas von begeistert. Erstens gleich quasi der erste Supermarkt. Wunderbar, diese Automaten, Waschcenter direkt vor der Tür, wo man wunderbar die Wäsche waschen kann. Und während das Ganze für sich arbeitet, geht man einfach schon mal Einkäufe erledigen. Klasse. Das zweite, der erste Stellplatz, die erste Nacht, kostenlos, inklusive Ver- und Entsorgung, inklusive WC. Nur für Strom müsste man bezahlen, was wir ja dank Solar zum Glück nicht brauchen. Aber Riesenauswahl, das ist halt Frankreich und Wohnmobilreisen. Toll. Call me to say goodnight, kiss me once or twice, I'll never let go of you. Fold me into your arms, stay with me till it's dark, I'll never let go of you. Bring me to your battleship, I wanna tap, bring me to the waves, let's get high, summertime feeling, I wanna tap with you, I wanna tap. Totale Hitzeschlacht heute. Ihr könnt es im Video wahrscheinlich nicht sehen, aber es läuft hier nur so runter. Bring me brighter skies, tell me long good night, I'll never let go of you. Bring me tomorrow and forever, I wanna feel the sun here with you. Bring me to your battleship, I wanna dive, bring me to the waves, let's get high, summertime feeling, I wanna dive with you, I wanna dive. Weg aus den Alpen und machen die schlimmste Wanderung, die wir bisher gemacht haben. Ja, einmal von den Bedingungen her, weil wir tatsächlich gleich 2 heftige Auf- und Abstiege hatten. Insgesamt die Strecke mit 13 Kilometern ist auch nicht ohne, aber das Schlimmste ist, es ist schon wieder brütend heiß und wenn man auf die Wetter-App guckt, die Luftqualität ist leider auch miserabel und das merkt man jetzt langsam in der Mittagshitze schon gewaltig. Und leider ist ein verschwindend geringer Anteil der Strecke nur im Schatten. You give me something when the world is going on, we keep on stopping. When I'm weak, you make me strong, 'cause you're the one thing that makes me feel at home, no matter where we go. I wake up, I think of you 'cause I love you too.
Jetzt zeigen wir euch mal unseren idyllischen, kostenlosen Stellplatz von dieser Nacht. Ein Wanderparkplatz, um den herum wir auch eben eine kleine Wanderung gemacht haben, aber die war nicht spektakulär, können wir jetzt nicht weiterempfehlen. Aber für ein paar Impressionen, die dann auch gleich folgen, reicht es schon. I realize when I think it through. In fact, thinking of you is all I do. We're meant to be together. I'll be your lifesaver. I'll go in deeper than you know, and you won't be alone tonight. Yeah, yeah. You give me something. When the world is going on, we keep on stopping. When I'm weak, you make me strong, 'cause you're the one thing that makes me feel at home, no matter where we go. When I'm scared, no matter where I go, you'll be there. You love me right, and now I don't care about where I go as long as you are there. We're meant to be together. I'll be your lifesaver. I'll go in deeper than you know, and you won't be alone tonight. Yeah, yeah. Die ganzen letzten Tage haben wir, wie schon so oft in Frankreich, kostenlos und meist trotzdem richtig schön gestanden. Jetzt für dieses Wochenende, für 2 Nächte, haben wir mal Geld in die Hand genommen. Naja, Geld in die Hand genommen. 10 € die Nacht inklusive Dusche und WC und obendrauf noch für die Plattform Campspace, über die wir das Ganze gebucht haben, eine kleine Servicegebühr. Das war's auch schon. Ja, wir stehen hier auf einem Biobauernhof. Hier gibt es auch eine alte Mühle. Die können wir nachher besichtigen. Und anschließend gibt es ein 3-Gänge-Bio-Menü für Vegetarier, an dem wir auch teilnehmen werden. Ja, wir sind schon noch ganz gespannt. Ja, am letzten Video hatte Kaya am Schluss gesagt, dass es jetzt für uns in die französischen Alpen geht. Da sind wir aber nicht ganz angekommen. Also angekommen schon, aber sind wir jetzt aktuell nicht mehr. Ja, der Plan war tatsächlich so, alles schön ausgearbeitet. Nächstes Ziel, französische Alpen und danach das Departement Drôme. In den letzten 4 Wochen in Italien haben wir fast durchgängig 28 bis 35 Grad gehabt und das hat natürlich Auswirkungen irgendwann auf den Körper und auf die Lust und so weiter. Also es war eigentlich mittlerweile so, dass wir von 8 Uhr morgens bis 12 Uhr was machen konnten und mochten und den Rest des Tages dann irgendwie versucht haben, irgendwo Schatten zu finden. Viel mehr ging nicht mehr. Für die Region, die jetzt anstand, für die französischen Alpen und für Drôme, sagten die nächsten 14 Tage noch schlimmere Temperaturen von bis zu 41 Grad voraus. Und ehrlich gesagt, das war für uns echt keine Option mehr. Und so haben wir hin und her überlegt und haben uns jetzt entschieden, für uns, insbesondere für mich, extrem ungewöhnlich, von Tag zu Tag zu gucken. Wir lassen uns jetzt einfach durch Frankreich treiben, schauen jeden Morgen, wo könnte es nicht ganz so heiß werden, was nicht ganz so weit weg ist und da fahren wir dann eben entsprechend hin und gucken auch spontan, was wir da machen können. Also alle Pläne in die Tonne gedrückt und wir lassen uns jetzt von der Hitze durch die Gegend treiben. Manchmal ist es so. Hoffen natürlich auch, dass die Hitzewelle so ein bisschen abflacht und man wieder so wenigstens Temperaturen um die 25 bis 28 Grad hat. Oh, das wäre was. You give me something. When the world is going on, we keep on stopping. When I'm weak, you make me strong, 'cause you're the one thing that makes me feel at home, no matter where we go. You give me something. When the world is going on, we keep on stopping. When I'm weak, you make me strong, 'cause you're the one thing that makes me feel at home, no matter where we go. 2 Tage schon wieder vorbei, es wird Zeit für uns weiterzuziehen. Wir haben hier 2 Tage auf dem Platz
idyllisch, ruhig gestanden. Jerome und Nadine waren wirklich nett. Und wenn ihr mal hier in der Gegend seid, stellt euch hier hin und lasst euch auch das Dinner einfach nicht entgehen. Ja, denn Jerome ist ein richtig guter Koch, also jeden Cent war das wert. Und was da ja auch dazu kommt, das ist ja dann so eine Gastgeber-Dinner-Runde. Das heißt, jeder Gast, der Lust hat, ist dabei. In diesem Falle war es Multikulti im Sinne von mit den Gastgebern 4 Franzosen, eine Belgierin und mit uns 3 Deutsche. Und man spricht über Landwirtschaft, über Politik, wie man sich kennengelernt hat. Das ist irgendwie nett, verbindend und ja, horizonterweiternd. Bei der Gelegenheit muss ich das einfach kurz erzählen. Wir haben sowas schon mal vor 3 oder 4 Jahren in Vietnam gehabt. Damals bestand die Runde aus Südafrikanern, Polen, Finnen und uns Deutschen. Und mir kam das jetzt gerade am Samstag bei der Dinnerrunde wieder in den Sinn. Damals erzählten die Polen und die Finnen, wie wichtig ihnen das Militär ist, weil man sich ja ständig bedroht fühlt vom Nachbarn Russland. Damals haben wir in uns reingeschmunzelt und haben gedacht, was für ein Quatsch, Bedrohung durch die Russen. Ja, 3 Jahre später denkt man daran zurück und muss im Nachhinein sagen, jetzt verstehen wir, was die Finnen und Polen meinten. Und das ist das, was ich meine mit Horizont erweitern. Man lernt halt andere Menschen, andere Sichtweisen kennen und manchmal lernt man sogar daraus, wie in dem Fall. Naja, weiter geht's ins nächste Abenteuer. we go.
das waren jetzt auch schon dann die Highlights aus 1,5 Wochen von der Hitze kreuz und quer durch Frankreich treiben lassen. So richtig gut hat der Plan nicht geklappt. Ja, oft waren einfach die Sachen dann doch nicht so wirklich toll anzugucken. Oft war es einfach auch zu voll, dass wir da dann doch auch keine Lust drauf hatten. Und ganz, ganz oft ist es dann einfach doch auch deutlich wärmer geworden, als es eigentlich angesagt war, dass das dann auch wieder uns einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Den letzten Punkt greife ich dann gleich mal auf. Die Hitze, die weiterhin echt ein Problem für uns darstellt. Wir zeigen euch gleich mal 2 Wetterprognosen. Die erste, die mit den oft 37 Grad, das ist die für Frankreich, für quasi jede Region, die für uns in Frankreich jetzt, wo wir gerade sind, noch so in Frage kämen. Und das ist eine Aussicht, nee, geht einfach nicht mehr. Daher, jetzt zeigen wir euch die zweite Wetterkarte, locken uns so Temperaturen von Mitte 20, die, das hätte ich vorher nie gedacht, im August für die Küste Nordspaniens zurzeit Gültigkeit haben. Deshalb fahren wir jetzt dahin, auch wenn uns da die Sorge begleitet, dass die Idee natürlich verdammt viele Menschen haben werden und es vielleicht unangenehm voll wird. Aber mittlerweile lieber das, als weiterhin diese Hitze schlachten. Naja, ihr werdet es sehen in den nächsten Videos, vielleicht auch erst in 2 Wochen. Mal gucken, ob ein bisschen mehr bei rumkommt als jetzt in den 1,5 Wochen Frankreich. Also, tschüss.